Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu unserer Roomtour. Schon lange geplant und endlich gemacht. Seit 2 Jahren wohnen wir in diesem Van und heute zeigen wir dir, wie wir da drin wohnen, schlafen, arbeiten und chillen. Alle verbauten Teile sind selbst bezahlt und auf Herz und Niere geprüft, denn wir leben schon seit 2 Jahren hier drin. Du findest sie unten in der Beschreibung, haben wir dir eine Amazon-Liste von unseren Produkten erstellt. Und like unbedingt das Video, lass ein Abo da und schreib einen Kommentar. Wir haben 4 Dometic S7 Fenster eingebaut und zwar 2 an den Seiten, eine an der Seitentüre und das andere hier und 2 hinten, was enorm viel Licht im Van gibt und eine schöne Atmosphäre macht. Die sind super praktisch und leicht zu öffnen. Zusätzlich haben wir noch ein Verdunklungsrollo und ein Fliegengitter. Auch haben wir einen Super Max Air Van. Das ist ein Ventilator und auch eine Dunstabzugshaube für uns. Wir können das mit einer Fernbedienung steuern. Der kann Luft rein und Luft rausblasen. Wie stelle ich den jetzt auf? So, jetzt. Und hat ein Verdunklungsrollo. Normalerweise ist das mit einem Magnet, das ist leider schon kaputt gegangen, also schon 2 Jahre haben wir den ja schon. Und haben das so geflickt, repariert und wir sind sehr zufrieden mit dem und können den also sehr empfehlen bei einem Van-Ausbau. Unsere Küche ist unser Herzstück vom Van. Sie ist nämlich über 1,60 Meter lang. Das liegt daran, dass wir beide sehr, sehr gerne kochen. Wir haben zwar manchmal das Gefühl, sie ist doch ein bisschen zu klein, aber 1,60 ist voll in Ordnung. Also wir starten hier und zwar haben wir ein 3-Flammen-Gas-Kochfeld. Normalerweise brauchen wir eigentlich maximal 2 miteinander, die hinten. Die vorne brauchen wir irgendwie fast nie. Hauptsache die und dann ab und zu die. Haben wir ein großes Waschbecken, das war uns auch sehr wichtig, weil es ja so ist bei den fertig ausgebauten, dass das ziemlich klein ist und wir schätzen das sehr, dass wir eben 3 Kochfelder haben und ein großes Waschbecken. In unserer Küche befindet sich aktuell noch unser Starlink, weil das noch auf 230 Volt läuft. Dazu haben wir auch einen Bericht gemacht, wie wir da zufrieden sind und vor allem, wie es funktioniert in Deutschland. Und demnächst werden wir das auch auf 12 Volt umbauen. Auch haben wir, wie es so sein muss, in jedem Van ein Gewürzregal. Darüber sind wir sehr glücklich und brauchen es sehr oft. Hier haben wir noch Salz und Pfeffer und wir sind beide absolute Teeliebhaber. Darum hat es hier noch Tee. Das da ist übrigens ein Regal aus der Ikea, was wir lackiert haben. Und was nicht fehlen darf, ist unsere LED-Leiste. Die gibt uns hier ein bisschen Licht, vor allem am Abend. Wenn wir da vorne sitzen und einen Film schauen, dann ist das so richtig, gibt so ein richtig heimeliges Gefühl. Jetzt kommen wir zu den einzelnen Schubladen und Fächern in der Küche. Hier haben wir eine Schublade mit Push to Open. Alles, was man so braucht. Und so ein kleines Seil, das befestigen wir hier beim Fahren, damit die Schublade auch wirklich bleibt, weil so einige Kurven hat es bisher noch nicht überlebt und sie ist rausgesprungen. Darum befestigen wir das. Dann hier unten, wir haben übrigens wunderschöne Knöpfe. Hier unten haben wir unter anderem unseren Omnia Kaffee, unsere Bialetti, ein paar Schüsseln, Pfannen, 3 Vorratsboxen, ein paar leere Gläser, weil wir ganz viele Sachen einmachen, zum Beispiel Tomatensauce und mein Herzstück, einen Mixer. Auf das bin ich besonders stolz. Ich habe einen 230 Watt oder Volt Mixer und auch einen Milchschäumer. Wir kochen ja mit Gas und haben hier unten eine 11 Kilo Alugasflasche. Aktuell ist dort LPG drin. Das haben wir in Griechenland getankt, dass da ja nicht so einfach ist mit Gasflasche füllen. Ja, es funktioniert super mit LPG. So sieht das Ganze aus. Und hier unten steht noch etwas ganz Tolles.
Und zwar das. Ich zeige dir nachher, für was das genau ist. Hier ist unser Kühlschrank, haben wir ganz viele Magnete dran. Wir haben irgendwann aufgehört, Magnete zu sammeln, weil wir so frustriert waren, weil wir eigentlich nur Eselmagnete sammeln und irgendwann keine Eselmagnete mehr gefunden haben. Aber so einige sind hier dran, unter anderem von Paga, Griechenland und von der Ile de Ré in Frankreich. Und jetzt zum Inhalt. Wir haben einen 98 Liter Kühlschrank mit Kühlfach, also Gefrierfach, und sind super happy damit. Das ist ein Kompressorkühlschrank, eigentlich ein Haushaltskühlschrank, bei dem das Kühlmittel ausgetauscht wurde und auf 12 Volt umgebaut. Übrigens, bevor wir den öffnen, den sichern wir mit so einem Seil und einem Karabiner, dass der während der Fahrt nicht aufgeht. So, und das ist das gute Stück. Hier ist auch mein Grumpi. Das ist Grumpi. Das ist mein Sauerteigansatz. Der habe ich damals in der Türkei angesetzt und also Sauerteig ansetzen im Wohnmobil klappt ganz gut. Auch haben wir hier hinten eine USB-Steckdose, um unsere Handys oder auch sonst irgendwelche Dinge zu laden. Steckdosen haben wir 4 Stück verbaut und zwar hier oben ist eine. Also es sind jeweils 3er. Hier unten unter Aris Höhle ist eine. Dann haben wir hier eine. Die brauchen wir vor allem, wenn wir draußen sitzen und Dinge laden müssen. Und wenn wir hier sitzen und arbeiten, haben wir hier hinten noch eine. Auch haben wir ein bisschen Deko oder Kräuter. Das ist eine Makramee-Ampel, die habe ich sogar selbst gemacht. Und hier ist ein Basilikum drin. Der hält sich erstaunlicherweise sehr lange. Den haben wir schon, glaube ich, 2 Monate. Bis jetzt das längste Kraut, das bei uns war oder ist. Dann haben wir hier unseren Wasserschlüssel und unser Licht. Das haben wir hier draußen. Haben wir so eine Regenrinne mit Licht. Das ist sehr praktisch, wenn es abends dunkel ist und wir draußen sitzen. Brauchen wir aber eigentlich gar nicht so oft, weil wir gar nicht so oft draußen sitzen. Dann hier oben in den Kästli, wir Schweizer sagen Küchenkästli, das ist nämlich der Running Gag. Und zwar ist es so, nur so ein kleiner Input. Wenn wir Schweizer oder früher als Kind, wenn wir Deutsche getroffen haben, deutsche Kinder mit uns gespielt haben, sagten wir denen immer, sag mal Küchenkästli, weil das nicht so einfach auszusprechen ist. Also hier unser erster Küchenkästli. Haben wir auch Gewürze, ganz viele. Wir haben Öl, Kaffee, Salz, Tee. Und unser zweites Küchenkästli. Das ist übrigens Wandtafelfarbe. Da könnte man theoretisch mit Kreide drauf malen. Hier haben wir Weingläser, Gläser, Tassen, Schüsseln, Teller und Servietten. Wir sind leider ein bisschen hinten nach. Es sind noch Merry Christmas und wir haben Juli. So sind wir halt. Ja, wir sind sehr zufrieden mit der Aufteilung. Haben hier noch so Schutzfilz, dass bei der Fahrt das nicht scheppert und nicht kaputt geht und haben bisher noch nur gute Erfahrungen damit gemacht. Wir haben uns für echtes Geschirr entschieden, also Porzellan. Und bisher ist nur ein großer Teller ist kaputt gegangen, aber sonst bisschen da Macken, aber das gehört dazu und sind auf jeden Fall Erinnerungen. Was nicht fehlen darf, ist ein Prosecco-Glas, auf das bin ich besonders stolz und hat schöne Erinnerungen, denn das habe ich von unserem guten Freund Ben geschenkt gekriegt, also Ben, es fährt immer mit. Hier ist unsere Sitzecke und hier unten drin haben wir noch diverse Vorräte und das zeige ich dir jetzt mal. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier Müllsäcke, Beutel, dann haben wir hier unsere Apothekenkiste. Da ist noch eine Kiste mit Vorräte, haben wir noch Ersatzbadetücher dabei, Spiele haben wir auch dabei und so Kamera-Equipment. Unser Trigasalarm von Linepe befindet sich hier. Für mich ist es ein super Nachtlicht, aber eigentlich hat er ja eine ganz andere Funktion. Der gibt einen Ton von sich, der ist ziemlich laut. Hatten wir sogar letztens, ging er los,
weil wir gesprayt hatten. Aris Wunde desinfiziert mit einem Spray und da ging er los und er war ziemlich laut. Und er gibt halt einen Ton von sich, wenn wir irgendwo ein Gasleck haben. Jetzt sind wir hier auf unserem Bett. Das ist 1,40 Meter breit und 1,98 Meter lang. Ursprünglich wollten wir 1,60 Meter Bett, aber 1,40 Meter reicht uns völlig. Unsere Matratze haben wir selbst gemacht aus Schaumstoff, eigentlich eine ganz handelsübliche Matratze, die wir selbst zugeschnitten haben. Und der Lattenrost ist von Ikea, weil wir wollten unbedingt ein richtiges Bett, weil wir ja hier drin wohnen und nicht halt die Schlafqualität ist sehr essentiell für uns und darum eben echter Lattenrost und gute Matratze. Uns war es sehr wichtig, dass wir ein fixes Bett haben, weil es gibt ja auch die Möglichkeit, ein Bett zu einem Esstisch, Esszimmer, Sofa umzuwandeln, dass man das so baut. Das wollten wir nicht, wir wollten wirklich ein fixes Bett, weil da kann auch jemand hier hinten arbeiten und jemand zum Beispiel vorne und ist einfach immer ein Bett da. Was natürlich in unserem Van auch nicht fehlen darf, ist eine Lichterkette. Oder so. Und wir haben 2 Leselampen, eine hier bei Simons Seite und die andere bei mir. Hier hinten, die Wand haben wir mit Echtleder verkleidet und mir war es sehr wichtig, dass wir hier keine Schränke haben, weil ich eine Person bin, die sitzt im Schlaf auf und dann hätte ich meinen Kopf angeschlagen. Also darum haben wir hier sehr gutes Volumen. Dann kommen wir jetzt zu diesem Teil, das ist sehr praktisch und brauchen wir sehr oft. Und zwar kommt das hier rein und dann haben wir einen Beamer, der kommt hier rauf. Und dann haben wir hier eine Leinwand und da können wir im Bett Fernsehen schauen oder einen Film schauen. Hier hinten haben wir ein bisschen Deko und Makramee, das habe ich selbst gemacht in Griechenland. Und wir haben einen Splint, mit dem können wir die Türe so verriegeln, dass sie nicht von außen geöffnet werden kann. Unter unseren beiden Kästchen haben wir ein Früchtenetz, aktuell Bananen und Süßkartoffeln, habe ich auch selbst gemacht aus Makramee. Dann unsere beiden Kästchen, keine Küchenkästchen, sondern Badezimmer, Schlafzimmer Kästchen. Einmal Simons Kästchen und einmal meins. Wir haben ein Ordnungssystem mit Boxen gemacht, wo wir unsere Kleidung verstauen können und sind ganz zufrieden damit. Unter mir ist Aris Hundehöhle. Ja, er fühlt sich sehr wohl, seit er bei uns ist, hat er diese Höhle, das war uns sehr wichtig, weil er nicht aufs Bett darf. Und so hat er seinen eigenen Rückzugsort. Unter anderem haben wir diese Türe auch zu, wenn wir fahren, wegen der Sicherheit. Und ja, es klappt ganz gut und er ist sehr zufrieden mit seiner Höhle. Hier ist unsere Technik, haben wir 2 Lichtschalter. Wir haben 2 LED-Spots vorne und ein LED hier hinten. Das ist nachher für unser Starlink, wenn wir es auf 12 Volt umgebaut haben. Hier zeigt es an, wie viel Wasser wir haben. Funktioniert irgendwie nicht. Und hier die Batterie. Ja, wie viel das ist aktuell charged mit dem Solar. Da wird Simon später noch was dazu sagen. Hier Abwasser. Das ist jetzt der Vorführeffekt, aber das funktioniert nicht, brauchen wir auch nie. Und hier ist unsere wie heißt das, Schatz? Bilgenpumpe. Bilgenpumpe. Ja, man merkt, wer bei uns die Technik eingebaut hat. Unter der Technik und einem weiteren Kästchen ist unsere An- und Ausschaltung für die Druckwasserpumpe und unsere Heizung oder zumindest das Comfort Control Panel für die Diesel 4 Kilowatt Heizung. Dann kommen wir zu diesem Kasten oder Kästchen. Zuerst ist hier unser Inverter Wechselrichter.
Den haben wir hier drin eingebaut. Früher hatten wir auch noch einen Router da hinten, einen WLAN-Router, weil wir noch keinen Starlink hatten. Aber mittlerweile haben wir ja Starlink, da brauchen wir den auch nicht mehr. Hier drin ist noch Simons Kleider, T-Shirt, Hosen, auch meine Sportsachen, Bikinis, dann so ein bisschen Supplements und Hosen und vor allem auch Hygieneartikel. Wenn wir ins Bett gehen, dann bin meistens ich zuerst im Bett. Das heißt, ich darf auch zuerst ins Bad und danach kommt Simon. Und dass er nichts vergisst, habe ich ihm hier eine Liste gemacht, was er alles oder soll machen, bevor er ins Bett kommt. Hier drin, in dem Kästchen, ist unser WC und unsere Dusche. Und zwar haben wir hier eine Dusche. Das da ist so, nicht PVC, ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Aber ist sehr leicht und sehr gut zu verbauen. Wir haben hier eine Duschbrause. Ja, alles, was man so braucht zum Duschen, haben Seifenspender. Das ist übrigens sehr praktisch. Dann hier unten haben wir die Toilette. Wir haben eine Trockentrenntoilette, die ist selber gebaut mit einem Bausatz von Kildvik. Zum einen können wir so selbst bestimmen, wie groß die Toilette sein soll, vor allem der Rahmen, weil unsere Toilette passt genau in das Kästchen unter der anderen Seite, damit wir es so verstauen können während dem Fahren. Und zum anderen war uns die fertig gebaute Trockentrenntoilette einfach zu teuer. Hier unten haben wir auch einen Wärmeauslasser. Das liegt daran, dass wir die Dusche gern beheizt hätten. Und damit wir duschen können, machen wir hier immer so einen Lappen rein. Das mit der Dusche war uns wirklich wichtig und die brauchen wir auch echt oft. Und ursprünglich haben wir noch die Idee gehabt, eine Dusche im Raum zu machen, was wir aber komplett verworfen haben, weil es gibt da so eine Person unter uns beiden, die auch hier manchmal nicht schafft, trocken zu duschen und dann der Boden ein bisschen nass ist draußen, trotz Türe und Duschvorhang. Also war das eine gute Entscheidung, eine geschlossene Dusche zu machen. Hier haben wir ein Nachtlicht verbaut. Das leuchtet blau für die Nacht oder dann eben gelb-weiß zum Duschen. Weiter vorne ist unsere Sitzecke, respektive Essecke, Arbeitsecke. Hier arbeiten und essen wir. Wir haben eine Echtholz, also eine Eichenplatte, auch in der Küche. Die ist von meinem Papa, seinem Wald. Die haben wir selbst gesägt, also den Baum selbst gefällt und selbst zusammengeleimt und haben es dann hier verbaut. Auf die sind wir besonders stolz. Und eben, wir haben 2 Drehsitze, die sind sehr praktisch. Und wenn wir hier chillen und einen Film schauen, ich zeige dir nachher, wie wir das machen, chillt Ari auch hier und hat sein Bett hier und lässt seinen Kopf kraulen. Ein Grund, warum auf dieser Wand keine Deko oder sonst was ist, dass wir unseren Beamer hier hinstellen und auf diese Wand projizieren. Und das klappt sehr gut. Auch hier haben wir, wie es so bei den Vanlifern üblich ist, eine Lichterkette und 2 Lampen. Und dann zu den 2 Kästchen hier oben. Zum einen haben wir hier so eine das Kramschi-Kästchen, sagen wir dem, mit diversen Sachen drin, Schnickschnack, Tupperware, Fernglas, Bachbuch. Und hier haben wir ursprünglich unsere Bar drin gehabt, aber aktuell ist hier unser Kamera-Equipment drin und auch unser mobiles CB-Funkgerät. Da vorne haben wir nämlich ein fest installiertes. Hinter mir ist das Cockpit. Wir haben Thermomatten, das heißt, die sind mit einem Magneten hier angemacht und schützen extrem. Die können wir wirklich empfehlen. Die sind von Camper Project. Haben wir hier an den Seiten und hier vorne, vor allem hier vorne, das ist ganz heiß, kommt richtig Wärme rein und das isoliert sehr gut. Dann eben
Unser CB-Funkgerät, wenn wir Starlink oben haben, was wir eigentlich täglich oben haben, ist unsere Hülle immer hier vorne. Und auch, wir stehen aktuell auf Keilen. Die Keilverpackung ist auch hier, damit wir das ja nicht vergessen und fahren, wenn Starlink noch oben ist oder wir noch auf den Keilen stehen. Ich glaube, oder ich finde, die Drehsitze sind optimal gewesen, weil sie wirklich ein besseres Raumgefühl geben und es enormer Luxus ist. Auch wenn wir fahren, dann ist es viel bequemer als die normalen Sitze. Also wenn du dir überlegst, Drehsitze zu montieren, dann mach das unbedingt. Wie schon erwähnt, haben wir hier eine fixe Essplatte oder Platte allgemein und den Tisch kann man nicht verstellen. Aber wir haben einige coole Dinge hier unten. Unter anderem haben wir hier 2 Luken, die man öffnen kann. Hier sind Aris-Dinge drin. Und hier ist unser Wein- und Getränkekeller. Hier oben haben wir so Netze mit Leinen und Co. Dann 2 Behältnisse für Ladekabel und Batterien. Wir haben wieder aufladbare Batterien und sind sehr zufrieden damit. Dann hier noch ein Netz auch mit Aris-Sachen, Näpfe, Snacks. Hier sind unter anderem Schuhe drin. Und auch unsere dreckige Wäsche tun wir hier rein. Auch haben wir hier hinten noch Schuhe. Ja, das war es eigentlich hier unten. Und bei der Beifahrerseite haben wir Aris Futter in so einem Drybag, der aber immer offen ist, sonst wird das Futter feucht. Und sonst so Sonnenbrillen, Schuhe und auf der Fahrerseite haben wir auch Schuhe. Nun noch zu unserer Decke und zum Boden und zu den Möbelverbaumaterial, was wir da verwendet haben. Wir haben die Decke aus Täfer gemacht, Schweizerdeutsch Täfer, und Hochdeutsch ist das Nut- und Federbretter. Stimmt das, Schatz? Ha, ich bin gut. Nee. Und der Boden, der ist auch aus Parkett, einfach um ein besseres Wohngefühl zu haben. Wir haben hier den Fehler gemacht und Haushaltsparkett genommen. Das nächste Mal würden wir Industrieparkett nehmen, weil der so ein bisschen stabiler ist und länger schön aussieht. Und die Wände haben wir aus leichtem Pappelsperrholz gemacht. Also Wände und Möbel. Oberhalb des Cockpits haben wir auch noch Stauraum. Unter anderem kommen hier unsere Thermomatten rein. Und wir haben einen Staubsauger dabei. Und unser elektrischer Peter. Wenn die Scheiben angelaufen sind, das heißt Kondenswasser sich gebildet hat, können wir ganz einfach hier mit dem abziehen und das ist ganz simpel. Unter anderem haben wir hier oben auch noch Winterjacken, normale Jacken und Einkaufstaschen. Ich darf euch jetzt noch das ganze Auto zeigen und wenn du übrigens gucken willst, wo wir damit überall rumfahren, dann unbedingt unseren Kanal abonnieren. Also, wir haben einen Citroën Jumper L4 H2, das heißt das ganze Auto ist 6,40 Meter lang. Und diese Länge würden wir auch unbedingt haben wollen. Wir wissen, ganz oft wird diskutiert, 5,40 Meter, 6 Meter, weil man dann noch einen Parkplatz in der Stadt kriegt und so. Ganz ehrlich, nach 2 Jahren Vanlife, wir haben immer einen Parkplatz gekriegt. Entweder bei einem großen Discounter oder man fährt, wenn man eine Stadt besucht, auf einen Wohnmobilstellplatz, weil man sonst sowieso nicht parken darf. Und diese extra 40 cm, die sind für uns im Winter wirklich, wirklich Gold wert. Also unser Fahrzeug ist ein 2019er Modell. Wir haben den großen Dieseltank mit 90 Liter. Wir haben ihn mit 35.000 Kilometer übernommen, haben aktuell 145.000 Kilometer auf dem Tacho. Ganz wichtig bei der Fahrzeugwahl war uns, dass wir eine Klimaanlage im Fahrerhaus haben, dass wir eine Rückfahrkamera haben und ich wollte unbedingt ein Tempomat haben. Wir haben ein Schaltgetriebe. Was fehlt noch? Genau 165 PS hat unser Fahrzeug. Etwas an unserem Van, was wir anfangs nicht hatten und dann dachten, wir bräuchten es unbedingt,
ist eine Sonnenmarkise. Und ganz ehrlich, wir sind super zwiegespalten, ob wir das Ding wirklich brauchen oder nicht. Immer im Winter wollen wir es abschrauben. Es ist allerdings irgendwie 40 Kilo schwer, darum tue ich mich echt schwer damit, das Ding wieder vom Dach runterzunehmen. Und im Sommer sind wir immer happy drüber, wenn wir es dann doch wieder brauchen können. Und gerade jetzt ist über 30 Grad hier draußen, also lassen wir das Ding jetzt mal raus. Normalerweise, wenn wir frei stehen, können wir das echt nie brauchen. Wir brauchen die Markise auf Campingplätzen und oder hier in Italien, wie wir jetzt sind, auf einem Stellplatz, wo man das eben auch haben darf. Ein spannendes Ding haben wir aber und das zeige ich dir jetzt mal. Wir haben uns eine Omnistore gegönnt. Das Ding war echt ziemlich teuer, aber an genauso Tagen wie heute sind wir super froh darüber, dass wir es haben. Da wir die Markise ja dann schon hatten, haben wir uns so Multi-Anker geholt. Das sind so Saugnäpfe und die sind wirklich gut. Das brauchen wir auch sonst mal. Wenn die Sonne so voll raufknallt, muss man das nicht auf den Boden stellen und wir können trotzdem das Auto ein bisschen kühlen oder für Ari ein bisschen Schatten geben. So können wir das Ding wirklich super brauchen und für die paar Wochen Sommer, die wir haben, sind wir echt glücklich darüber. Also jetzt zeigen wir euch mal, was alles hinten in unserer Garage ist und wo die ganze Technik verbaut ist. Wir haben zwei wirklich coole Türen, weil wir oft aufs Dach müssen. Und derjenige, der das Auto damals bestellt hat, hat uns wirklich die coolen, super stabilen Scharniere gemacht. Das heißt, wir können auch die Hängematte da hinten anhängen. Was ein bisschen mühsam ist, so haben wir das mit dem Kabel von Starlink gelöst. Ist nicht schön, aber praktisch, funktioniert. Mein Mikro ist verrutscht. So, was wir auch noch gemacht haben, ist hier hinten einfach so ein weißes Tuch hingehängt, damit man nicht gerade reinschauen kann, wenn wir irgendwo auf einem Parkplatz sind. Hier hinten, das ist wirklich meine Ecke, haben wir alles, was man für Outdoor-Aktivitäten braucht. Wir haben ein super geiles Beil dabei, eine Säge. Hier ist meine Angelrute oder eine davon. Dann sind hier die ganzen Angelköder und hier hinten, ja, so was man halt ständig braucht: Bürsten, Tuch, Handschuhe. Und hier auf der anderen Seite ist das andere Outdoor-Equipment, Patrizias Spaten, falls sie mal auf Klo will. Nein, Witz, aber wir haben trotzdem den Spaten dabei, vor allem eigentlich, um uns auszugraben, haben wir auch schon gebraucht. Hier haben wir eine Bratpfanne und hier ist nochmal Angel-Equipment, Grillbürste. Da haben wir noch was Witziges, weil wir gerne Würste grillen, haben wir uns in Schweden solche Griller gekauft, die sind echt super praktisch. Dann schauen wir mal, was in unseren 3 verschiedenen Abteilungen alles verbaut ist und was wir alles so durch die Welt fahren. Fangen wir hier auf der Seite an. Hier ist mehr oder weniger unser Wasserequipment. Wir haben eine Schlauchrolle dabei. Hier ist auch eine ganz interessante Kiste. Hier ist unser Stromequipment drin, was wir wirklich nie brauchen. Aber wir hätten auch ein Kabel, wo wir uns an den Landstrom anschließen können. Das brauchen wir wirklich eigentlich gar nie. Von unseren Sandblechen sind hier noch so Sachen drin, ein bisschen Werkzeug. Kann man immer gut verstauen. Das ist in dieser Kiste. Dann haben wir eine weitere Kiste. Hier ist unser ganzes Grillzubehör drin. Ein bisschen Holzkohle, sonst so Zeugs, was man braucht, um schön grillen zu können. Schleifpapier braucht man auch. Unser Anti-Mücken Teil. Hier haben wir einen weiteren Grill. Der ist wirklich perfekt, um auf dem Feuer grillen zu können. Also weiter geht's mit dem Wasser. Wir trinken unser Wasser, stellen immer selber Trinkwasser her. Seit 2 Jahren haben wir dieses Alpfiltersystem für uns gekauft. Und zwar, das sollte man eben nicht verlieren, die Doppelkartuschen, also wir können einmal mit Aktivkohle filtern und dann haben wir noch mal eine zweite, die wir hintereinander bauen können, wo wir wirklich schlussendlich Trinkwasser herstellen können. Das Teil ist echt Gold wert, damit sind wir super, super glücklich und brauchen es
in den meisten Ländern oft und hatten noch nie irgendwie ein Problem mit dem Wasser. Wir haben einen 120 Liter Wassertank hier verbaut. Der ist direkt hinter dem Kühlschrank und dem ganzen Küchenblock fest verschraubt und befüllen können wir den von außen. Weiter ist hier drin unser Wassersystem. Wir haben ein Druckwassersystem verbaut, haben angefangen mit Lilie-Pumpen, haben jetzt 2 durch und uns aktuell dann in der Türkei eine Seaflow gekauft. Funktioniert auch. Wir sind super glücklich mit einem Druckwassersystem und haben innen ja diesen Schalter, den Patricia vorhin gezeigt hat, wo man die Pumpe an- und ausschalten kann. Sonst ist hier einfach noch ein bisschen Krimskrams drin. Oberhalb vom Wassertank ist unser Sonnenschirm, noch eine Angelrute. Was haben wir da noch? Ein Stativ, unsere Decke, um am Strand zu hängen und noch unser Peggy-Pack-System, wo wir die Markise befestigen können und Räucherchips, weil wir wirklich gerne grillen. Wir haben wirklich viele Sachen dabei und es geht noch weiter. In unserem großen Fach haben wir so Kisten drin. Da ist unter anderem Spreu für unsere Trockentrenntoilette. Und dann haben wir hier eine weitere Box mit Patricias Backutensilien, noch eine Kiste Nähutensilien. Und ganz unten ist natürlich noch, als Schweizer darf es nicht fehlen, ein Fondue-Gaclo. Die letzte Kiste ist für ein Familienmitglied für uns die wichtigste. Hier ist Aris Hundebox. Hier sind alle seine Snacks, Maulkorb und was wir sonst so alles mitfahren für ihn drin. Wie vorhin schon gesagt, wir grillen gerne. Wenn wir nicht mit Feuer grillen können, haben wir uns von Scotty so einen Grill gekauft, mit dem wir mit Gas grillen können. Und jetzt wollen wir unbedingt, wenn wir das nächste Mal in der Schweiz sind, uns noch den Pizzasteig holen. Damit können wir dann noch Pizza backen, das ist dann natürlich noch cooler. Und dann haben wir hier noch unseren Tisch dabei. Brauchen wir sehr selten bis nie. Patricia wollte ihn schon ausrangieren, aber im Sommer sind wir doch immer froh, wenn wir einen Tisch haben. Zu einem Tisch gehören natürlich auch Stühle. Haben wir auch 2 dabei. Und dann haben wir noch 2 riesengroße Kisten mit dabei. In der oberen sind unsere schweren Lebensmittelvorräte und in der unteren, da wir ja häufig länger unterwegs sind, haben wir uns eine Kiste gemacht mit all den Sachen, die wir im Ausland nicht kriegen, die wir aber trotzdem brauchen, und die sind hier unten tief vergraben. Und auf dem Heimweg ist immer gefüllt mit Souvenirs für unsere Lieben. In der dritten Abteilung, das ist die spannendste, aber es beginnt mit unserem mobilen Solarmobil, das wir gekauft haben. Darüber sind wir super, super froh. Wir können das irgendwo hinstellen. Wir haben dazu extra noch ein längeres Kabel mit dabei, damit wir auf 10 Meter kommen, wenn wir es mal irgendwo ein bisschen weiter wegstellen können. Und für den Sommer unser Must-Have: unser Paddleboard. Eins der schwersten Teile, die wir dabei haben, eins der seltensten, die wir brauchen, aber ein bisschen Spaß muss sein. Was natürlich in keinem Van fehlen darf, wenn man weit von zu Hause weg ist, ist Werkzeug. Wir haben 2 Werkzeugkisten mit dabei. Wir können damit das Nötigste, aber fast alles wirklich reparieren. Haben wir auch schon oft gebraucht. Eine große und eine kleine, die ist ganz tief im Bauch des Wohnmobils verstaut und hat uns schon gute Dienste geleistet. Hier versteckt sich die ganze Technik unseres Vans. Beginnen wir mit unserer Batterie. Das war einer unserer ersten Ausbaufehler, den wir gemacht haben. Wir haben mit einer 100 Ampere Liveppo Batterie gestartet. Das war viel zu wenig für uns. Haben jetzt aufgerüstet auf 300 Amperestunden. Das ist wirklich super genial. Dann haben wir die Elektrik so gebaut, aber dazu gibt es ein eigenes Video, wie wir das gemacht haben. Das verlinke ich dir sehr, sehr gerne. Aber nur mal so einen kurzen Schnitt. Wir haben das ganze Fahrzeug auf Gleichstrom. Alles, was wir sonst so brauchen, läuft wirklich über Gleichstrom, außer Haushaltsgeräte.
und halt nach wie vor noch unser Starlink. Dafür haben wir einen Sinuswandler mit einer reinen Sinuskurve verbaut. Dieses Gerät macht für uns den 230 Wechselstrom und kann gleichzeitig, wenn wir am Landstrom hängen würden, unsere Batterie laden. Unsere Batterie laden wir ansonsten noch über unseren Ladebooster. Da haben wir ein großes Profigerät verbaut, nachdem uns 2 kleine kaputt gegangen sind, dass wir während der Fahrt ebenfalls unsere Batterie laden können. Finden wir super, vor allem im Winter brauchen wir das oft. Jetzt im Sommer ist es echt nicht so ein Thema, weil wir haben 2x 200 Watt Solar auf dem Dach verbaut und viele machen das in Serie geschaltet oder so, aber unsere sind wirklich einzeln geschaltet. Wir haben 3 separate Solarladewandler drin. Und zwar ist das ein bisschen historisch gewachsen. Wir haben mit einem begonnen, dann haben wir ein zweites Solarpanel geerbt, auch schon mit einem Ladewandler dabei, also haben wir den einfach eingebaut und zu unserer Tasche dann noch ein separates gekauft. Wir sind mit diesem Setup super zufrieden, weil es halt sehr redundant erstens abgesichert ist und zweitens wir halt wirklich überall stehen können und immer der maximale Ertrag pro Solarpanel halt wirklich einfach reinkommt. Dann sind hier drin auf dieser Seite die ganz normalen Sachen verbaut. Wir haben natürlich einen Killswitch für unser ganzes Elektrosystem. Wir haben eine separate Sicherungsschaltung für 230 und wir können den Wechselrichter von vorne aus unserem Schrank ein- und ausschalten, weil dieses Ding auch bei Nichtgebrauch immer ein bisschen Batterie zieht, also schalten wir das dann einfach aus. Dieses große Ding ist der Schalldämpfer unserer Dieselstandheizung. Wir haben mal mit einer 2 Kilowatt Planar 2D begonnen, haben die dann relativ schnell nach dem ersten Winter auf eine 4 Kilowatt, also die 4D, abgegradet. Und zwar aus 2 Gründen. Es wurde einfach zu kalt im Van und wir mögen es einfach nicht kalt. Das ist auch ein bisschen dem Cockpit von uns geschuldet. Das ist natürlich nicht super gut isoliert und da vorne wurde es mit der 2D einfach wirklich kalt. Also haben wir die 4D eingebaut, sind super glücklich damit. Wir frieren wirklich nicht mehr, auch bei minus 25 Grad. Was wir wirklich auch mal haben im Winter, haben wir innen durch ganz normale Temperaturen. Wir können mit unserer Heizung gleichzeitig auch unseren Elgena Heißwasserboiler, der da tief verbaut ist, betreiben. Im Winter ist das super praktisch, weil wir dann immer warmes Wasser haben. Im Sommer haben wir den Lüftungsstrahl von der Heizung so gebaut, dass wir die meiste warme Luft unten rausblasen können. Wir können allerdings unseren Boiler auch mit 230 betreiben und Warmwasser machen und mit so viel Solar, wie wir momentan oder mittlerweile dabei haben, über 600 Watt, wenn wir alles aufstellen, können wir sogar mit Solarstrom unser Warmwasserboiler heizen. Unsere Elektrik haben wir so gebaut, dass wir wirklich ständig an alles rankommen. Weil wir in diesem Fach sehr, sehr wenig hantieren müssen, funktioniert das ganz gut. Aber wir haben einfach festgestellt, wenn was ist, ist es zum dümmsten Moment und dann sind wir einfach froh, wenn wir relativ schnell an alle Kabel und an alle Sicherungen einfach rankommen. Wir können das Bett oben wegmachen und dann durchgreifen oder wenn schönes Wetter ist, von hier hinten. Es wird immer wärmer hier an der Sonne und genau dafür haben wir uns hier hinten, und darauf sind wir besonders stolz, auch aus Eiche eine kleine Bar gebaut, wo wir entweder auf dem Bett sitzend oder hier hinten stehend mit einer wunderschönen Aussicht auch mal einen Sonnenuntergangstrink trinken können. Ari, kommst du hoch? Angekommen auf dem Dach. Hier ist es gar nicht so spektakulär. Wir werden immer wieder gefragt, wie wir das mit Starlink machen. Ganz einfach, wir haben uns den Pivot Mount von Starlink geholt und dank unserer Markise, die wir hier haben, haben wir diese super Metall-Aluschienen hier verbaut und können darauf wirklich einfach alles, was wir irgendwie wollen, daran befestigen. Und hier haben wir den Pivot Mount und in den meisten Fällen
kommen wir mit dieser Starlink, können wir Starlink da so aufs Dach machen und kommen damit sehr, sehr gut zurecht. Dann gibt es hier oben nicht mehr wirklich viel Spannendes, außer unsere beiden Solarpanel. Wir haben das vorderste, das war das erste, das von Wattstunde. Damit sind wir wirklich super, super zufrieden. Das bringt mit Abstand am meisten Solar. Und das hier ist, ich glaube auch von Wattstunde, bin mir gar nicht mehr so sicher, dass wir geerbt haben. Das ist auch gut, macht auch Solar, kommt auch Strom mit rein. Dann haben wir vorne alle unsere Dachdurchlässe gebohrt, dass die in unserem Hängeschrank oben der Dinette rauskommen. Und was da noch verbaut ist, ist unsere CB-Funkantenne. Ja, sonst ist hier nur noch die Max Airvan-Haube zu sehen und unsere Sandbleche sind hier auf dem Dach. Die brauchen wir selten, aber wenn wir sie brauchen, dann dringend. Und darum sind die hier oben auf dem Dach verbaut, damit wir schnell drankommen und sie auch nicht gestohlen werden können. Wieder auf dem Boden angelangt, bleibt nicht mehr viel zu sagen. Außer hier vorne haben wir noch mit dabei unsere Thule-Auffahrkeile. Auch die brauchen wir beim Freistehen sehr, sehr selten. Aber wenn wir jetzt so auf dem Campingplatz sind, sind sie halt doch sehr praktisch, darum fahren sie mit. Noch das letzte und doch wichtige Teil. Wir haben mit ganz normalen Straßenreifen begonnen, sind von keiner Wiese mehr weggekommen und haben uns dann für Yokohama Geoländer All-Terrain entschieden. Ein Reifen, der wirklich, wirklich super, super gut ist. Wir haben damit jetzt über 100.000 Kilometer gefahren. Er ist natürlich durch, wird ersetzt, aber er macht sehr wenig Geräusche. Der Verbrauch ist wirklich nicht messbar höher geworden und wir haben wirklich eine super, super gute Traktion. Wir wissen, viele machen sich noch coolere Reifen hin. Wir haben einfach das Problem, dass wir ein Heavy-Chassis haben und dass wir eine Achslast von 2,4 Tonnen haben. Und das ist der einzige All-Terrain-Reifen, der dafür zugelassen ist. Und das ist der Grund, warum wir den verbaut haben, dass wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite sind. Und wir haben auch irgendwo da dieses Schneeflockensymbol, dass wir auch im Winter in Deutschland fahren dürften, was wir natürlich nie sind. Wenn wir gleich da hinten rumkriechen, ist noch das allerletzte Stück und das ist unser Abwassertank. Da haben wir einen 65 Liter Abwassertank, der hängt ganz dahinter der Hinterachse und das ist auch gut, dass der da hinten ist, weil dann fällt er nirgendwo ab oder wenn wir mal über eine Bodenwelle fahren, würden wir den nicht abfahren. Wir können den von hier unten bedienen. Ja, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Jetzt noch zum Thema Isolation. Wir haben unser komplettes Auto bis aufs Fahrerhaus mit 2 cm Armaflex gedämmt. Wir sind super zufrieden damit. Es hält, es ist nichts runtergefallen, was viele immer sagen, es würde nicht halten, wenn es heiß ist und so. Es ist wirklich tipp top. Und was wir auch gemacht haben, ist, wir haben direkt aufs Armaflex gefilzt. Da können wir dir einen super Tipp geben. Kauf ein bisschen das teurere Filz, weil wir ein günstiges genommen haben und es dann nicht so gut streichbar war in den Ecken. Das ist ein bisschen schade, aber wir sind damit wirklich super zufrieden. Wir haben alles, Boden, Decke, Wände, ist wirklich alles mit 2 cm Armafilz ausgestattet und wir haben nur 2 ganz kleine Kältebrücken, an die wir noch mal ran müssen, bevor wir dann wieder über den Winter nach Norwegen fahren können. Müssen wir natürlich auch noch das Fahrerhaus isolieren, aber das ist etwas, was wir nächstes Jahr machen. Jetzt noch ein paar spannende Fakten. Wie viel hat das Ganze gekostet und wie lange haben wir dafür überhaupt gebraucht? Unser Fahrzeug hat 24.500 Franken gekostet, so wie wir es damals leer gekauft haben. Und dann haben wir im ersten Ausbauschritt ungefähr 16.000 € rein investiert an reinen Materialsachen. Im zweiten Schritt mit der Markise, mehr Solar, größere Batterie sind dann nochmal etwa 5.000 € dazugekommen. Also sind wir mit Ausbau, Materialien und Technik, die wir hier für uns verbaut haben, bei knapp 21.000. Und wir haben ungefähr 3,5 Monate wirklich jeden Tag an diesem Fahrzeug gebaut, bis wir es so weit fertig hatten, dass wir sagten, doch, jetzt passt es für uns. Natürlich haben wir in späteren Zeiten da und da noch mal ein bisschen was nachgebaut, aber so mit 3,5 Monaten waren wir dabei.
Das ist nicht, dass wir 3,5 Monate lang ständig gebaut haben. Ich glaube, die meiste Zeit ging eigentlich dafür flöte. Wie macht man was zu welcher Zeit? Weil es kommen sehr, sehr viele Sachen gleichzeitig auf einen zu bei so einem Van-Ausbau. Man muss Wasser, Holz, Elektro, alles irgendwie gleichzeitig verbauen. Und es gibt keine Pläne dafür. Es ist nichts gerade, also muss man sich das alles ein bisschen zusammenreimen. Wer aber keine 2 linken Hände hat, der sollte dieses Projekt auf jeden Fall schaffen. Wir haben sehr, sehr viel Spaß gehabt, unser Zuhause so auszubauen, wie wir das uns vorgestellt haben. Und es hält alles. Wir sind seit 2 Jahren damit in Europa unterwegs und würden es auf jeden Fall sofort wieder machen. Mittlerweile weht wunderbarer Wind durch unser Zuhause und es ist ein bisschen angenehmer geworden. Das war unsere Van-Tour. Wenn sie dir gefallen hat, dann abonniere unbedingt unseren Account, gib dem Video ein Like und schreib einen Kommentar. Und schön warst du da. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.